Ausfluss in der Schwangerschaft. Also, es wundert mich nicht, dass viele Frauen gerade gegen Ende der Schwangerschaft denken, die Fruchtblase sei geplatzt. Die Haare wachsen überall. Und die wachsen überall sehr schnell, sehr rasant. Also ihr könnt euch schon mal von eurer alten Brustwarzenform und Brustwarzengröße verabschieden. Heute geht es um Tabuthemen in der Schwangerschaft, um Themen, worüber eigentlich so gut wie niemand spricht und was auch einem vorher niemand sagt. Es ist ungeschönt, es ist teilweise vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen befremdlich oder eklig, aber es muss einfach raus, ihr müsst es hören und es ist ganz wichtig, finde ich, dass man das vor der Schwangerschaft weiß. Also viel Spaß bei dem Video. Kurz zu mir, ich habe bereits eine 2,5-jährige Tochter und bin aktuell in der 28. Schwangerschaftswoche mit Baby Nummer 2 und habe deswegen schon ein bisschen Erfahrungen in Schwangerschaften sammeln können und möchte euch auf jeden Fall jetzt mal erzählen, was einem vorher niemand sagt. Dass eine Schwangerschaft viel mit Kotzen und Übelkeit zu tun hat, gerade in den ersten 3 Monaten, ich denke, das ist jedem klar. Es geht allerdings auch noch schlimmer. Es gibt sowas, das nennt sich Hyperemesis. Das hatte ich vor meiner ersten Schwangerschaft auch noch nicht gehört. Da ist den Frauen wirklich fast dauerhaft schlecht. Die müssen sich täglich, ja, ich glaube teilweise 20 Mal oder so übergeben. Also es ist wirklich richtig heftig und das ist was es tatsächlich auch noch gibt zu der normalen Übelkeit und dem normalen Kotzen. Die Hormone machen es, dass einfach der Haarwuchs super toll ist und die Haare sehen voller aus, die Haare fetten in der Regel auch nicht so schnell. Also grundsätzlich tun die Hormone was Gutes für den Haarwuchs und für die Haare. Auf dem Kopf ist das ja alles eine ganz schöne Sache, aber die Haare wachsen überall. Und die wachsen überall sehr schnell, sehr rasant, in Riesenmengen. Und man bekommt Haare an Stellen, da hätte man nicht erwartet, dass man da Haare bekommen kann. Nächstes Thema, Schwitzen. Man schwitzt oft wie ein Schwein. Und das nicht nur im Sommer, das kann auch gerne mal im Winter sein. Und in der nächsten Sekunde kann einem auch irgendwie eiskalt sein. Also so richtig verstehen, warum das so ist, tue ich ehrlich gesagt nicht. Aber es geht super vielen Schwangeren so. Aber es gibt ganz oft eben diese Hitzewallungen und Schweißausbrüche und man denkt sich, sage mal, so warm ist es doch gar nicht. Warum? Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Und ja, das kommt auch dazu. Wenn man vorher jemand war, der seinen Darm wirklich gut kontrollieren konnte und nicht irgendwie öfter mal in ein Fettnäpfchen getreten ist, im Sinne von in der Öffentlichkeit irgendwie aufstoßen oder sogar pupsen oder so, ja, da kann ich euch nur sagen, wenn ihr schwanger seid, passiert das. Und man kann nichts dagegen machen. Es passiert in der Öffentlichkeit, es passiert beim Lachen teilweise, dass wirklich oben oder unten oder sonst irgendwo einfach was entflieht, weil man den Darm nicht mehr so gut kontrollieren kann. Alles wird halt weicher in einer Schwangerschaft im Inneren vom Körper und elastischer und die Muskeln kann man einfach nicht mehr so ganz so gut unter Kontrolle halten teilweise. Ja, und das führt zu der ein oder anderen peinlichen Situation. Schmerzen. Schmerzen hat man natürlich nicht nur während der Geburt und die Geburtsschmerzen sind wirklich, ja, nicht mehr zu toppen eigentlich. Aber man hat auch vorher schon Schmerzen an Stellen, wo man teilweise gar nicht dachte, dass man da Schmerzen haben kann. Ich nenne jetzt einfach mal die Mutterbänder. Das ist eigentlich so das Typischste. Also rechts und links unten, sehr weit unten am Bauch sind die Mutterbänder und die dehnen sich irgendwie gefühlt ständig. Man hat auf jeden Fall auch ordentlich Schmerzen in der Schwangerschaft, unabhängig von den Geburtsschmerzen. Kommen wir zum Thema Brüste und Brustwarzen. Dass die Brüste in der Schwangerschaft größer werden, das wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass die in der Stillzeit dann nochmal explodieren. Ja, und wenn ich sage explodieren, dann meine ich auch explodieren. Für jemanden, der vorher ein kleines Körbchen hat, zum Beispiel ein A-Körbchen oder so oder ein B-Körbchen, der freut sich da mit Sicherheit drüber. Für den ist das voll cool. Für mich war das in der ersten Schwangerschaft sehr uncool. Also wirklich sehr uncool. Ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich in der Stillzeit bei einem J-Körbchen gelandet. Auch wenn man das sich nicht mehr vorstellen kann und das in keiner Dimension steht. Ja, ich hatte ein J-Körbchen in der Stillzeit und auch jetzt schon wieder in der Schwangerschaft sind meine Brüste gewachsen und irgendwann bei mir reicht es auch mal. Kann natürlich, wie gesagt, für die einen positiv sein, für die anderen aber auch ganz schön belastend und verdammt schwer, weil die haben halt leider ordentlich Gewicht und ja, ziehen auch nochmal gegen den Rücken sozusagen. Brustwarzen.
Also ihr könnt euch schon mal von eurer alten Brustwarzenform und Brustwarzengröße verabschieden. Die werden riesig, die werden wirklich im Laufe der Schwangerschaft, schon fast von Anfang an, da geht das auch schon los, werden die riesengroß, die werden total dunkel, bei den meisten Frauen zumindest. Das ist wahnsinnig spannend. Damit hätte ich vorher nicht gerechnet und mir hat das auch vorher niemand gesagt. Die Blutmenge im Körper steigt bis auf ca. 50% mehr Blutvolumen. Das kann dazu führen, dass man zum einen mehr Krampfadern und Besenreißer bekommt, was ich jetzt gerade in der zweiten Schwangerschaft, ja, da habe ich voll reingegriffen auf jeden Fall, da bin ich gerade total dabei. Was aber auch noch sein kann, ist, dass man tatsächlich Hämorrhoiden bekommt. Damit habe ich zum Glück nicht so krass zu kämpfen, kenne aber viele, die damit zu kämpfen haben. Und ja, das ist auch nicht so sonderlich schön. Es ist halt einfach alles viel mehr durchblutet und auch unten ist alles viel mehr durchblutet. Ja, ist nun mal so. Sex ist nicht mehr ganz so einfach, wie es mal war. Also bis man mal eine geeignete Position gefunden hat, wo der Bauch nicht zu krass wackelt oder wie man irgendwie ja, einigermaßen gemütlich, ohne Schmerzen oder irgendwie ohne da keine Luft mehr zu kriegen oder die Adern abgedrückt oder die Venen abgedrückt zu bekommen. Bis man da mal eine Stelle gefunden hat, das dauert ein bisschen, es ist ein bisschen nervenaufreibend und es ist nicht mehr so wie vorher. Elefantenfüße bei Menschen bekommen in der Schwangerschaft tatsächlich ein Gesicht, könnte man sagen. Also Wassereinlagerungen. Wassereinlagerungen generell können sehr heftig sein in der Schwangerschaft, können sehr ätzend sein, können auch wirklich wehtun. Und das ist nicht nur, dass dann irgendwie alles einschläft und das alles angeschwollen aussieht, sondern die können auch richtig arg wehtun. Und das ist wirklich keine schöne Sache. Und ich selber bin davon total doll betroffen und ich wünsche es wirklich keinem. Jetzt habe ich noch 2 Punkte für euch. Und zwar ist das einmal Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen muss nicht jede Frau bekommen. Das ist wirklich Veranlagung, ob man dazu neigt oder nicht. Je nach dem Bindegewebe eben und auch wann man die bekommt. Manche Frauen bekommen die wirklich erst ganz zum Schluss. Andere Frauen bekommen die schon in der, was weiß ich, 15., 16., 17. Schwangerschaftswoche und wundern sich da total. Das ist aber ganz individuell. Und ich denke, dass, ja, das weiß ja auch im Prinzip jeder, dass man das so bekommen kann. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Und zwar ist das, glaube ich, der Punkt, über den am wenigsten geredet wird. Das hat was mit Ausfluss zu tun. Ausfluss in der Schwangerschaft. Also, es wundert mich nicht, dass viele Frauen gerade gegen Ende der Schwangerschaft denken, die Fruchtblase sei geplatzt, weil was da manchmal an Mengen rausläuft, ist wirklich heftig und ist wirklich viel und wirklich doll. Und es wird tatsächlich bis zum Ende der Schwangerschaft hin immer mehr. Und man muss eigentlich auch im Prinzip Slip-Einlagen fast die ganze Zeit tragen. Ja, ist kein angenehmes Thema, ist kein schönes Thema. Aber wundert euch nicht, wenn euch das trifft in der Schwangerschaft, weil es eigentlich die meisten Frauen trifft. Darüber redet keiner. Ich wollte es trotzdem gesagt haben. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass euch das kleine Tabu-Video gefallen hat und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Video. Und ich bin's nochmal. Also ich würde mich übrigens auch riesig freuen, wenn euch meine Videos gefallen, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und dass ihr meinen Kanal abonniert, denn abonnieren ist kostenlos. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Ciao!